Der Hintergrund verrät es schon, heute geht es um Equalizer. Wichtiges und mächtiges Werkzeug beim Soundtuning. Jeder DSP hat einen Equalizer, früher gab es die in analoger Form, eines der ältesten Werkzeuge. Wofür wir ihn brauchen, wie er funktioniert, was man damit machen kann, was man damit nicht machen kann und was man auf keinen Fall damit machen darf. Darauf will ich heute mal näher eingehen. Mein Name ist Frank Niketta, CTO bei Gladen und Mosconi, zuständig für DSP und Elektronik. Ganz kurz ein bisschen ausgeholt, was ist ein Equalizer, wofür wird der überhaupt gebraucht? Das ist relativ schnell erklärt. Irgendwo auf der Welt spielt ein Künstler live Musik. Diese wird aufgenommen. Die Musik wird bearbeitet in einem professionellen Tonstudio. Da sitzt ein Toningenieur zusammen mit dem Künstler. Und das Ganze wird am Mischpult beim Mastering so zusammengestellt, so abgemischt, dass es so klingt, wie der Künstler sich das gedacht hat und der Toningenieur. Und diese Abmischung erfolgt auf professionellen Studiomonitoren mit einem sehr, sehr linearen Frequenzgang. Das heißt, sie spielen alle Frequenzen von tiefen Frequenzen bis zu hohen Frequenzen gleich laut. So, daraus wird ein Tonträger erstellt, eine CD oder auf USB-Stick oder gestreamt oder wie auch immer, und dann wird das bei uns im Auto abgespielt. Und durch verschiedene Umstände, Lautsprecher, Einbaupositionen, andere Umstände, kommen wir gleich noch drauf, sind unsere Lautsprecher im Auto nicht so schön linear wie die im Tonstudio, die unter optimalen Bedingungen arbeiten. Unsere Lautsprecher sind bei unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich laut. Und genau da kommt der Equalizer ins Spiel, der ganz gezielt Signalanteile im Frequenzgang anheben oder absenken kann. Das ist die ganze Zauberei eines Equalizers, wenn es am Ende denn so klingen soll, wie der Künstler sich das gedacht hat. Ist es wichtig, dass die Gegebenheiten ähnlich sind wie im Tonstudio. Das heißt, das Ganze soll über alle Frequenzbereiche relativ gleich laut spielen. Im Auto haben wir gegenüber Home Hi-Fi bzw. Studio eine kleine Besonderheit, und zwar ist da keine lineare Abstimmung erwünscht, sondern man strebt an einen Frequenzgang, der im Bassbereich etwas lauter ist und im Hochtonbereich dezenter, etwas zurückgehend ist. Aus dem einfachen Grund, Fahrzeugakustik, Motorgeräusche, Abrollgeräusche kompensieren den Bassbereich, deswegen müssen wir da ein paar dB draufgeben, um einen linearen Eindruck zu erreichen. Auf der anderen Seite haben wir durch die vielen Scheiben im Fahrzeug und vielen harten Flächen sehr viele Reflexionen im Hochtonbereich, die dafür sorgen, dass ein relativ breites, hochfrequentes Spektrum abseits der Lautsprecher auf den Kopf einwirken, was gefühlt, gehört, den Hochtonbereich überbetont. Deswegen wird er im Auto ein bisschen abgesenkt. Es gibt da die berühmte Referenzkurve, die anzustreben ist für verschiedene Fahrzeuggrößen. Die kann man sich auch in unserem Messprogramm mit einblenden lassen. Wenn man sich daran orientiert, dann hat man im Fahrzeug so ziemlich genau den Eindruck, den man im Tonstudio hat, mit sehr linearen Lautsprechern. So, damit ist auch der Sinn und Zweck des Equalizers klar. Wir brauchen ihn, damit bei uns im Fahrzeug, bei unserer Anlage, die unterschiedlich lauten Frequenzen über den Frequenzgang angeglichen werden und gleich laut wiedergegeben werden. Wie macht ein Equalizer das? Ganz simpel, an dieser Frequenz, diesem Anteil des Signals, wird die Ausgangsspannung angehoben bzw. abgesenkt. Hier mal ein ganz praktisches Beispiel, wieder unser Musterfrequenzgang. Wir haben hier eine Überhöhung im Bereich 5 Kilohertz.
5000 Hertz. Das ist der Ausgang des Equalizers, wenn alles auf 0 steht, keine Einstellung gemacht. So, jetzt gehe ich einfach auf die 5 Kilohertz, 5000 Hertz, nehme die mal um 5 dB runter, messe das Ganze mit einem rosa Rauschen und ich sehe, ich habe so ziemlich genau spiegelbildlich diesen Überhöhung kompensiert. Das heißt, da wo der Lautsprecher an sich, wo unser Einbau zu laut ist, nimmt der Equalizer das Signal entsprechend zurück und in der Summe ergibt sich idealerweise ein linearer Frequenzgang. Ähnlich hier diese breite Senke mit einer Mittelfrequenz von etwa 800 Hertz, sehr breit aufgestellt. Auch die kompensiert ein Equalizer, indem er einfach die Spannung in dem Bereich erhöht. So, und an dem Punkt sind wir schon beim ersten. Achtung! So, ich habe jetzt also hier, da wo im Frequenzgang die Senke ist, habe ich mehr Spannung, mehr Energie auf dem Lautsprecher, und da wo im Frequenzgang ein Peak ist, wo der zu laut spielt, nehme ich Energie raus. Das ist ganz simpel der Sinn und Zweck des Equalizers, so funktioniert er, und hier schon ein riesen dickes Achtung. Eine Anhebung um 6 dB bedeutet, die Ausgangsspannung an dieser Stelle im Frequenzgang wird verdoppelt. Habe ich über das ganze Spektrum eine Spannung von 1 Volt, habe ich an dieser Stelle eine Ausgangsspannung von 2 Volt. Der Strom ist abhängig von der Spannung, das heißt, die Spannung geht quadratisch ein in die Leistung. Mit doppelter Spannung habe ich doppelten Strom, und Leistung ist U mal I, Spannung mal Strom. Das heißt, eine Verdopplung der Ausgangsspannung hat eine Vervierfachung der Leistung zur Folge. Spielt mein Lautsprecher über den ganzen Frequenzgang mit einer Leistung von 50 Watt, dann habe ich an dieser Stelle eine Leistung von 200 Watt durch die Anhebung um 6 dB. Also vorsichtig mit Anheben, das geht ganz schnell, dass man entweder die Elektronik ins Clipping treibt oder, was noch schneller geht, den Lautsprecher entsprechend an dieser Stelle überlastet, was von Verzerrungen, erhöhtem Clipping bis zur Zerstörung des Lautsprechers alles zur Folge haben kann. Aufpassen. 6 dB mehr, doppelte Spannung, vierfache Leistung. So, gut zu wissen, die Güte Q bei unseren Equalizern kann man für jedes Band, wir haben also hier im Hauptequalizer haben wir zum Beispiel 30 Bänder, und für jedes Band, welches einer Frequenz entspricht, kann man nicht nur die Anhebung bzw. Absenkung bestimmen, man kann auch bestimmen, wie breit diese Anhebung oder Absenkung sein soll. Wenn wir uns kurz zurückerinnern an den Frequenzgang von vorhin, wir hatten einen relativ schmalen Peak im Bereich 5 Kilohertz und eine relativ breite Senke im Bereich Centerfrequenz um 800 Hertz. Das jetzt einmal kurz demonstriert. Ich kann also diese breite Senke im Bereich 800 Hertz, wie ich es vorhin demonstriert habe, mit mehreren Equalizer-Bändern über diesen kompletten Frequenzgang korrigieren. Hat den Nachteil, zum einen überlappen die Bänder sich ein bisschen. Das heißt, ich schieße übers Ziel hinaus. Wenn ich jetzt hier mal die Messung wieder starte, ich habe hier also in der Centerfrequenz gerade mal 2,5 dB angehoben, habe im Endeffekt hier im Frequenzgang schrieb aber mehr als 2,5 dB Anhebung, weil die Bänder sich überlappen. So, wie kann ich das verhindern? Ich benutze ganz einfach nur ein Band mit der Centerfrequenz 800 Hertz. Jetzt nehme ich hier wieder ich mache mal 5 dB Anhebung,
und nehme eine geringe Güte. Güte hat nichts mit Qualität zu tun. Güte ist einfach die Variable, die bestimmt, wie breit ist die Einsatzfrequenz. Ich sehe hier schon eine Güte 4 voreingestellt. Ein mittelbreiter Peak wird erzeugt. Gehe ich mit der Güte runter auf die Güte 1 zum Beispiel, dann sehe ich, ich habe bei 800 Hertz, bei meiner eingestellten Frequenz, habe ich meine 5 dB Anhebung wie eingestellt, aber das fängt wesentlich früher an und schwingt wesentlich weiter aus. Das heißt, der Frequenzbereich, der betroffen wird, ist viel breiter. Im Gegenzug, wenn ich die Güte erhöhe, ich gehe jetzt mal hier hoch auf die Güte 20, resette die Messung nochmal, dann sehe ich also, dass ich einen sehr, sehr schmalen Eingriff im Frequenzgang habe und die Frequenzen ober- und unterhalb gar nicht mehr betroffen sind. Das ist entscheidend. Oft ist die Diskussion, wie viele Equalizer-Bänder braucht man eigentlich in einem guten DSP. Ich bin ganz ehrlich, unsere 30 Bänder, die wir zur Verfügung stehen, habe ich noch nie gebraucht, weil ich die parametrische Funktion nutze. Ich kann so einen breiten Fehler, kann ich entweder 10 Equalizer-Bänder für verschwenden, indem ich die nacheinander in einer Kurve raufziehe oder runterziehe. Ich kann aber den gleichen Fehler aber auch mit einem einzelnen Equalizer-Band korrigieren. Also zum einen spart mir das Equalizer Bänder, zum anderen gibt es noch einen Effekt, den zeige ich mal hier. Ich habe einen langen Peak zu korrigieren. Das kann ich auf zwei Arten machen. Ich kann es richtig machen mit einem einzelnen Equalizer Band, geringe Güte, das heißt breite Einsatzfrequenz. Dann ergibt sich ein Frequenzgang wie die schwarze Kurve. Mein Fehler ist genau korrigiert, ohne großartig Faxen. Ich kann das Ganze aber auch mit mehreren Bändern, das meinte ich vorhin, nacheinander etwas runterziehen, um diese Kurve nachzubilden im Equalizer und bekomme durch die Überlappung einen relativ welligen Frequenzgang. Das heißt, die deutlich bessere Option ist, die parametrische Funktion zu nutzen. Muss man auch manchmal ein bisschen ausprobieren. Man bekommt da relativ schnell ein Gefühl für. Geringer Q, breitere Einsatzfrequenz und irgendwann, wenn ich 2, 3 Autos eingestellt habe, dann habe ich ganz schnell im Blick, wenn ich einen Frequenzgangfehler in der Messung sehe, welchen Q, welche Güte brauche ich, um das mit einem Band zu kompensieren. So, was der Equalizer kann, haben wir jetzt soweit besprochen. Wofür wir ihn brauchen, haben wir gesprochen. Kommen wir dazu, was kann ein Equalizer nicht, beziehungsweise was darf ein Equalizer auch nicht machen. Er kann nämlich nicht zaubern. Ein prominentes Beispiel, akustischer Fehler im Auto. Fast jedes Fahrzeug mit einem Lautsprecher unten im Fußraum in der Türe eingebaut, abstrahlend Richtung Mittelkonsole, hat einen ganz typischen Fehler, und das ist eine Senke im Frequenzgang im Bereich je nach Fahrzeuggröße zwischen 450 und 550, 600 Hertz. Größere Fahrzeuge ist diese Senke bei einer tieferen Frequenz, bei kleineren Fahrzeugen ist die Senke bei einer höheren Frequenz. Diese Senke bekommen wir mit einem Equalizer nicht korrigiert. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Warum ist das so? Der Lautsprecher in der Türe strahlt den Schall ab. Dieser wird auf Winkel gehört am Hörplatz. Der direkt abgestrahlte Schall gelangt zum Hörer. Dieser Lautsprecher strahlt aber auch den Schall Richtung Mittelkonsole, wird an der Mittelkonsole reflektiert, wird zurückgeworfen zum Lautsprecher. Wir hören also nicht nur den direkten Schall, wir hören auch die zweite Schallquelle, die Phantomschallquelle. Wir
haben zusätzlich den Effekt, dass die zurückgeworfene Schallwelle sich mit der ursprünglichen Schallwelle aufgrund der Distanz, aufgrund der Zeitverzögerung der Wellenlänge fast komplett auslöscht. Wenn wir jetzt versuchen, diese Senke mit einem Equalizer auszugleichen, dann haben wir den Effekt, bei 500 Hertz, in diesem Beispiel, verstärken wir die Schallabstrahlung. Wir verstärken mit der Schallabstrahlung aber auch die Reflexion. Die Reflexion wird im gleichen Maße stärker, die zurückgeworfene Welle. Meine Phantomschallquelle wird in gleichem Maße stärker. Im Endeffekt kann ich da 20 dB draufgeben und wenn ich das Ganze nachmesse, habe ich vielleicht 15, 16 dB, 3, 4 dB gewonnen. Weil je stärker das Signal wird, umso stärker wird auch die Reflexion. Das Ganze nennt sich destruktive Interferenz. Interferenz passiert immer dann, wenn zwei Schallquellen gleichzeitig spielen. Und die Überlagerung der Schallwellen kann konstruktiv sein, das heißt, die addieren sich, oder sie kann destruktiv sein. Und das ist genau der Fall in dieser Fußraumgeometrie. Da haben wir eine destruktive Interferenz im Bereich 450 bis 600 Hertz. Das heißt, die resultierende Schallwelle aus der Addition der Einzelschallwellen löscht sich mehr oder weniger aus. Und diesen Fehler kann ich mit einem Equalizer nicht kompensieren. Unmöglich. Ein zweites prominentes Beispiel. Wir haben eingebaut einen Mitteltöner im Armaturenbrett, flach auf dem Armaturenbrett, abstrahlend Richtung Scheibe. Der Abstand vom Mitteltöner zur Frontscheibe ist 7 cm. Was passiert? Wir hören einmal den direkten Schall, von der Lautsprechermembrane abgestrahlt, kommt an am Ohr. Wir hören aber auch, der Schall wird abgestrahlt Richtung Scheibe, wird an der Scheibe reflektiert und wird dann geworfen auf unseren Hörplatz. Wir hören also den Mitteltöner im Prinzip zweimal, einmal direkt und einmal um 7 cm zeitversetzt. 7 cm entspricht einer Wellenlänge, oder wenn wir andersrum. 5000 Hertz haben eine Wellenlänge, eine volle Welle von 7 cm. 2500 Hertz entsprechend eine halbe Welle. So, jetzt rechnen wir diesen Versatz, den reflektierenden Schall, der addiert sich am Hörplatz und der resultierende Frequenzgang daraus ist, ich habe eine destruktive Interferenz bei 2500 Hertz, weil bei 2500 Hertz die 7 cm genau einer halben Welle entspricht, ein Phasenversatz von 180 Grad entsteht am Hörplatz. Das heißt, die reflektierende Welle über die Scheibe ist genau 180 Grad versetzt und damit eine fast komplette Auslöschung bei 2500 Hertz. Im Gegenzug habe ich beide Schallquellen addiert, weil phasengleich, bei ziemlich genau 5000 Hertz. 6,9 sind es genau. Das ist die Wellenlänge von 5000 Hertz. So, hier habe ich also ein Beispiel, wie die Einbauposition eines einzelnen Lautsprechers eine destruktive und eine konstruktive Interferenz erzeugt. Was kann ich mit meinem Equalizer machen? Ich kann die konstruktive Interferenz bei 5000 Hertz, die Überhöhung, die kann ich runterziehen mit dem Equalizer. Das ist kein Problem. Bei Addition von Schallwellen vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Zwei identische Wellen übereinander können maximal 6 dB Addition erzeugen. Das Signal wird maximal 6 dB lauter. Eine destruktive Interferenz, das heißt zwei Schallwellenphasen verdreht aufeinandertreffend, kann sich theoretisch unendlich bis auf 0 absenken. Gut, ich kann also mit meinem Equalizer die konstruktive Interferenz, den Peak, kann ich wegmachen. Der wird in diesem Fall wahrscheinlich sogar sehr nervend sein im Ohr, sehr, sehr prominent. Die destruktive Interferenz habe ich das gleiche wie vorhin beim
bei der Fußraumsituation habe ich hier einen Frequenzgangabfall um 12 dB und gebe diese 12 dB plus, verstärke ich mit dem originalen Signal auch das reflektierte Signal und unterm Strich passiert in meinem gemessenen Frequenzgang genau gar nichts. Also den Peak kann ich wegmachen, die Senke kann ich nicht wegmachen. Deswegen die goldene Regel beim Einsatz des Equalizers. Ihr habt euer Messschrieb, wo auch immer her, euer Standardmessprogramm, unser eingebautes Mosconi-Messprogramm, vollkommen egal. Ihr habt eure Messschrieb und seht einen Frequenzgangfehler. Seht in eurem Frequenzgang einen Fehler, den ihr korrigieren wollt. Dieser Fehler ist, angenommen, eine Senke 6 dB. Dann korrigiert ihr den Fehler, gebt die 6 dB da drauf, messt nach und dann muss dieser Fehler verschwunden sein. Wenn ihr 6 dB drauf gebt mit dem Equalizer, muss im Frequenzgangschrieb 6 dB mehr an dieser Stelle zu sehen sein. Ist das nicht, gebt ihr 6 dB drauf und es bewegt sich nur um 1 oder 2 dB, Finger weglassen, Band zurück auf 0. Der Fehler ist bedingt durch eine Interferenz. Den könnt ihr elektrisch nicht korrigieren. Ein Equalizer kann viel, aber er kann nicht zaubern. Andersrum funktioniert das hervorragend. Habt ihr einen Peak von 6 dB, 6 dB runter. A, ist es deutlich unkritischer, weil an dieser Stelle weniger Leistung zum Lautsprecher abgegeben wird. Und B, funktioniert es immer hundertprozentig. 6 dB absenken bringt euch in der Messung mit ziemlicher Sicherheit zum Ziel. Bei Anheben vorsichtig sein. Zum einen Überlastung Lautsprecher, zum anderen hat das überhaupt einen Sinn an dieser Stelle anzuheben. Da sind wir auch an einem Punkt, warum seit ziemlich genau 20 Jahren sämtliche Versuche mehr oder weniger gescheitert sind, automatische Frequenzgangkorrekturen zu machen im Fahrzeug, weil ein Großteil der Fehler halt auf destruktive Interferenzen beruht. Und nehme ich einfach meinen Frequenzgang, spiegel den und lege ihn quasi gespiegelt über meinen Equalizer, dann ist das der Versuch, diese destruktiven Interferenzen mit zu korrigieren. Und das kann nicht funktionieren. Das Einzige, was dabei funktioniert, ist horrende Leistung auf den Schwingspulen der Lautsprecher. Am Frequenzgang an dieser Stelle ändert sich so gut wie nichts. Der Lautsprecher verzerrt, er wird dröhnig, der Klirr geht hoch, er wird überlastet, aber am Frequenzgang ändert sich nichts. Also, nochmal, weil extrem wichtig, jedes Band, was ihr einstellt, testen. Gerade jede Anhebung. Anheben, Effekt gucken, ist der Effekt da, im Frequenzgangschrieb, in der Messung kann man es lassen. Auch dann ist ein bisschen Bauchgefühl, Entscheidung des erfahrenen Einstellers. Ist es mir das wert, den Lautsprecher in dieser Stelle so extrem hoch zu belasten, um eine relativ schmale Senke zu korrigieren? Oder sage ich oder weiß ich aus der Erfahrung, eine relativ schmalbandige Senke nehme ich sowieso nicht wahr und ich lebe mit diesem Fehler, der ja akustisch in aller Wahrscheinlichkeit nach nicht hörbar ist, nur auf dem Frequenzgangschrieb zu sehen ist. An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis, eine kleine neue Infofunktion in der nächsten GUI. Und zwar kann man diese Interferenzen ja nicht nur hören, als einigermaßen erfahrener Einbauer oder Hobbyist kann man die auch schon sehen. Und in Zukunft haben wir ein kleines Infofenster im Equalizer, wo für jedes Band, was gerade aktiviert wird, die Frequenz angezeigt wird und passend zu dieser Frequenz die Wellenlänge bzw. auch die halbe Welle. Wenn ich also feststelle, mein Equalizing funktioniert nicht, weil es eine Interferenz ist, dann habe ich direkt den Abstand, wo ich mal gucken kann im Auto, was ist da eventuell die Ursache und wo kann ich vielleicht meinen Einbau optimieren
um es auf mechanischem Wege zu beseitigen. So habe ich zum Beispiel hier bei meine 5 Kilohertz, zeigt er mir an, die volle Welle ist 6,9 cm, die halbe Welle ist 3,4. Das ist dann genau dieser Abstand Mitteltöner zur Scheibe, den ich vorhin im Beispiel hatte. So bekommt man auch viel besser ein Gefühl dafür, in welchem Abstand sich eventuell Problemzonen im Fahrzeug befinden. So, jetzt sind wir mittlerweile in einem Zeitalter angekommen, wo ein DSP, ein digitaler Signalprozessor, nicht nur einen Equalizer hat, sondern ganz viele. Dann einmal ganz kurz angerissen den Sinn und Zweck. Nehmen wir als Beispiel unsere Mosconi GUI, unsere GUI. Wir haben einmal einen Equalizer im Eingangskreis, nochmal mit Filtern versehen. Wir haben einen Hauptequalizer mit 30 Bändern und wir haben nochmal für jeden Kanal einzeln 10 Bänder, die als Equalizer zur Verfügung stellen. Warum 3 Stück? Eingangsequalizer ganz klar, wenn mein Werksradio einen verbogenen Frequenzgang hat durch werkseitiges Equalizing, dann macht es Sinn, den an dieser Stelle zu korrigieren. Ich kann das auch hinten raus machen, allein am akustischen Ergebnis. Das führt zu Konflikten, wenn ich mehrere verschiedene Quellen nutze. Höre ich also zum einen von meinem Werksradio und zum anderen von einem linearen Zuspieler, dann muss ich das am Eingang korrigieren, damit hinten raus ein ähnliches Ergebnis rauskommt. So, also dieser Equalizer am Eingang ist rein die elektrische Korrektur der Quelle. Die Equalizer am Ausgang, die ja für jedes Ausgangspaar separat nochmal rechts-links zur Verfügung stehen, die benutze ich, um wirklich Kanal-Lautsprecher-spezifische Filter wegzubügeln. Habe ich irgendwo einen oder die Flanken zu modellieren vor der Trennung, habe ich wirklich einen lautsprecherspezifischen Fehler durch eine Scheibenreflexion oder ähnliches, dann sollte ich das hier im Kanal-Equalizer korrigieren. Das ist eine reine Korrektur eines Fehlers. Und wenn ich das gemacht habe und meine Aktivweichen soweit gesetzt habe, dann mache ich das endgültige Soundtuning, das heißt die Frequenzgangmessung über alles und Peaks und Dips korrigieren, angleichen an die Referenzkurve, damit es sich im Auto harmonisch anhört, mache ich im Hauptequalizer und nicht im Kanal-Equalizer. Warum ist das so? Jeder Equalizer oder jeder Eingriff bei einem Frequenzgang in den Pegel hat auch eine Phasenveränderung zur Folge. Der Equalizer verändert also nicht nur den Pegel an dieser Stelle, er verändert auch das Zeitverhalten des Lautsprechers, die Phasenlage. Liegt ganz einfach daran, das ist ein energiebehaftetes Masse-Fehlerpendel. Wir haben eine Masse mit einer Geschwindigkeit, daraus resultiert die Energie. Ändere ich die Energie, ändert sich damit auch Masse oder Geschwindigkeit. Die Masse bleibt gleich, also die Geschwindigkeit. Dadurch das Zeitverhalten ändert sich mit jedem Equalizer-Eingriff. Das hat in den Ausgangsfiltern, beim Ausgangs-Equalizer, hat das einen Einfluss auf die Addition der Lautsprecher untereinander und kann damit hörbar werden. Anderes Thema. Beim Hauptequalizer, der ja alle Lautsprecher eines Systems zusammenfasst, ist dieser Effekt nicht hörbar, weil sich eine eventuelle Phasenänderung auf alle Lautsprecher identisch auswirkt. Gut, das ist der Grund, warum es 3 verschiedene Equalizer-Stufen gibt. Eingang, Ausgang und der Hauptequalizer. Den Hauptequalizer benutzen wir, um anzugleichen an die Zielkurve, an die Referenzkurve, beziehungsweise auch, natürlich, alles ist erlaubt im eigenen Auto, anzugleichen an den eigenen persönlichen Hörgeschmack.
kann das sein? Final Oh, ja, zu diesem das Video, ist- jetzt ja, haben wir ein hab bisschen ich doch mal im Bäcker schon Background-Informationen. gesagt, das macht mein Ja, Mann sie und nicht ruft, ich. sie hat zwei angerufen kleine Mythen aufgrund beziehungsweise von Good to der Know. Anweisung ihres Häufig wird Vorgesetzten behauptet, oder eines dass Beraters. der Einsatz von sehr Oh, vielen ja. Equalizer-Bändern oder je wenn mehr du nicht erreicht wirst, dann dir Equalizer-Bänder einfach und eine Filter man E-Mail schreiben, benutzt, wann du erreichbar bist. dann Kennen wird die der ja Klang, nicht mal. Klang schlechter, Da kann ich matschig, mal eine man würde E-Mail die schreiben. Rechenleistung des Das DSPs ist hören. schlecht. So war die Das Aussage. ist vollkommener Ja, Blödsinn. wenn es dringend ist, ruft sie. Ich habe keinen zurückrufen. Die Es ging keiner Kalkulation dran, im dann durfte ich Hintergrund Ja, okay. läuft mit einer wesentlich Ist jetzt auch nichts zigtausendfach Wichtiges mit diesem genaueren EC-Cache-Gerät. Auflösung, als das Die jetzt bei uns Audiosignal gerade an sich funktionieren oder auch nicht. hergibt. Ja, wie gesagt, Also Danke. im linearen System rechnen, die Audioauflösung ist in aller Regel 24 Bit im DSP. Die Kalkulation erfolgt in einem 64 Bit Akkumulator mit 56 Bit Koeffizienten. Jedes Bit mehr bedeutet eine Verdoppelung bzw. Halbierung der Zahl, und dann sehen wir schon, das ist um ein 56 Bit Koeffizient ist um den Faktor x Millionen genauer, höher auflösend als das Audiosignal selber. Das heißt, das, was da an Quantisierungsfehlern durch die Kalkulation entsteht in diesen internen Filtern, ist um Faktor X so weit weg von der kleinsten darstellbaren Auflösung des Audiosignals. aber Alex, die scheint, glaube ich, deine Nummer zu haben. Warum? Wenn die Ist anruft, häufig dann, steht komisch, da immer für dröhnig, Alex. matschig, merkwürdig Die scheint wohl auf klingt. deiner Durchwahl immer zu Bei Einsatz des probieren. Equalizers ist, dass er falsch eingesetzt wird. Das Ich haben wir weiß vorhin nicht, gehabt. woher die Das Durchwahl versucht hat, wird, aber... destruktive Bist du denn Interferenzen gleich da, falls sie nochmal anruft? Oder? glatt zu bügeln mit dem Equalizer. Wenn man also Sachen Die macht, nochmal die der anruft, Equalizer nicht probiert, kann, wenn ich... dann wird der Klang komisch und dann, ja, Reize da näher an meinen Mann. ihr wisst, was ich sagen möchte. Ja, okay. So, das Erst zweite, und werden dann mache ich dann nochmal einen Sprung Wimmelig werden. in die Diskussion, wie viele Equalizer-Bänder braucht man überhaupt? Das ist die Frage, wo ich hin möchte. Soll es auf dem Papier möglichst gut aussehen? Selbst dann braucht man in aller Regel keine 30 Bänder. Betrachte ich bei dieser ganzen Equalizer-Geschichte noch mein Ohr mit dazu, die Auflösung des Gehörs, dann sind wir bei maximal 25 Bändern. Die Auflösung im Frequenzband des Gehörs wird in Bark eingeteilt. So kann also der hörbare Bereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz kann eingeteilt werden in 24 Bark-Bänder. Die laufen im unteren Frequenzbereich relativ linear. Das sind etwa alle 125 Hertz ist ein Bark. Im oberen Bereich wird dieser Abstand immer größer. Ich sehe also hier bis 500 Hertz sind es gerade mal 5 Bark. Von Da 8 ist sie bis wieder. 16 Kilohertz sind also 8000 Kilohertz Differenz, sind es auch 5 Bark. Und das ist das Auflösungsvermögen nach Frequenz des Gehörs. Und dazu noch ganz gut zu wissen, Frequenzgangfehler, die sich innerhalb eines Barkbandes abspielen. Angenommen, wir nehmen die 4 Kilohertz ist das 16. Barkband. Ein Frequenzgangfehler, die sich nur innerhalb dieses 16. Barkbandes abspielt, also im Bereich von 4 Kilohertz bis 5 Kilohertz, ist deutlich weniger wahrnehmbar als ein flacherer Frequenzgangfehler, also eine nicht so hohe Anhebung oder Absenkung, der sich über mehrere Barkbänder erstreckt. Das heißt, ein relativ flacher, breiter Peak ist deutlich besser zu hören als ein schmaler, hoher Peak, obwohl der Energiegehalt der gleiche ist. So, das kurz zu dem, was kann unser Gehör überhaupt auflösen und wie fein muss überhaupt das Equalizing sein, warum brauche ich 30, 60, 378 Equalizer-Bänder. Rein von dem, was der Mensch kann, brauchen wir die nicht. Okay, soweit für heute. Ich hoffe mal wieder, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, ein bisschen Hintergrundwissen.
setzt vielleicht in Zukunft den Equalizer ein bisschen bewusster ein, achtet drauf, was kann Mein er, was Banker kann er hat nicht, ihr was macht Sinn, erzählt, was wir macht hätten keinen Sinn. Probleme mit dem EC-Cache-Gerät. Und dann ist das, wie gesagt, ein Aha. mächtiges, Deshalb soll sie anrufen. wichtiges Werkzeug. Und er fragt beim mich Feintuning. vorgestern, In diesem Sinne, ob wir Probleme haben. Bis demnächst. Nein, im Laden Beim nächsten läuft gerade Thema. nicht viel. ich sage Ah, tschüss. das hat er vielleicht falsch verstanden. Ja. Vielleicht hat er